Gab es nicht auch einen ab 140? Ja, ab 141 wird der 1v1-Buff verstärkt. Aber der 1v1-Buff selbst ist schon ab Level 60 oder 61, glaube ich. Das war so weird. Von einem Tag auf den anderen plötzlich jeden Tag in Darkon standen 2, 3 Typen rum, die einfach alle so 10 His-Swords plus 5 verkauft haben. Das war so end-random einfach. Also der Shop hieß auch einfach Historic Swords plus 5. Und hatte da einfach 6, 7 Stück drin. Man kann schon mal ein A-Projekt für ein kleines bisschen mehr kaufen, aber wenn du jetzt wirklich dein Geld anlegen willst, investieren willst, dann willst du nicht zum höchstmöglichen Preis kaufen, sondern zum niedrigstmöglichen. Oder, was heißt zum niedrigsten, aber halt zumindest zum Normalpreis und nicht teurer. Mein niedriger Standardpreis ist dann wieder selber schwierig, man muss halt ewig suchen, bis du jemanden findest, der es tatsächlich zu dem Preis verkauft. Und vor allem, wenn du keine Full-Shots verschwenden oder benutzen willst und jetzt auch kein Vermögen investierst von, sag ich mal, ein paar Milliarden, dann macht das auch gar nicht so viel Sinn. Man muss ja rechnen, wenn du zum Beispiel für 5 9 statt für 6 kaufst, wäre schon cool. Aber wenn du halt dann 50 Mio anlegst oder 10 Products kaufst, ich meine, das ist dann eine Mio, hast du dann gespart. Ja, wow. Ich meine, dann ist auch egal. Aber wenn du halt langfristig eine Menge Geld anlegen willst, dann ist halt schon wichtig, dass du auf jeden Fall nicht zu viel bezahlst. Also früher Flive PC, sehr bekannte, große Spieler, wo du genau weißt, dass die ein verdammtes Vermögen haben. Immer klassischer Shout, kaufe XY, zahle sehr gut. Dann schreibst du sie an und sie zahlen einfach 20% weniger, als was marktüblich ist. Also es ist richtig räudig. War schon immer so. Also ich werde den später reporten mit dem Clip vom Stream. Ich habe ihn ja so 2 Minuten getestet. Und da wird dann 10 Stunden später wird dann eine Antwort kommen. Bla bla bla, wir kümmern uns drum, bla bla bla. Und morgen ist er an der gleichen Stelle und bottet weiter. 1000%ig. Ticket geschlossen und in Anführungszeichen bearbeitet. Und er wird morgen an der gleichen Stelle weiter botten. Und wahrscheinlich vor mir Level 160 erreichen. That's this game for you. Flive in a nutshell. Pila, was geht ab? Wegen dir heute das Spiel wieder angefangen? Mein Beileid. Ich meine, willkommen zurück. Dass du mich das fragst, weil ich wollte meinen allerersten Char in Flive Universe, den wollte ich tatsächlich Wurstwasser nennen. Frag mich nicht wieso. Akzeptiere es einfach. Und es ging nicht, weil in Wurstwasser kommt da die Buchstabenfolge ASS vor. Zu Englisch oder zu Deutsch Arsch. Und das ist inakzeptabel. Also du kannst deinen Char nicht irgendwas mit Wasser nennen, weil da das Wort Arsch drin steckt. Und das ist natürlich... Das ist quasi gleichzusetzen mit Völkermord. Und deswegen darfst du das nicht. Du darfst dich Pferdeficker 83 nennen, solange du irgendwie einen Buchstabe austauscht, aber du darfst dich nicht Wurstwasser nennen. Das ist klassische Flive-Logik. Levelst einfach langsam auf S hoch. Also so wie mein Pet zum Beispiel. Das ist gerade 1-2-1, gibt 4 Int. Ich hab's selber geschlüpft. Jetzt level ich es einfach langsam hoch, benutze es quasi als permanentes Power-Up. Für extrem wenig Geld, weil ich jetzt immer nur fütter, wenn die Energie leer ist. Und wenn es S-Klasse ist, kann ich es dann entweder für kleines bisschen Verlust verkaufen. Hab's dann aber ja hunderte Stunden als Power-Up benutzt, also habe ich effektiv keinen Verlust gehabt. Sondern es ist im Endeffekt behandelt wie halt ein gefühlt niemals ablaufendes Power-Up. Wo man nur ab und zu ein bisschen Öl reingießen muss, damit es wieder läuft. Oder ein bisschen Benzin, I guess. Und wenn du Glück hast, du musst nicht mal ultra viel Glück haben, ist es mehr wert als das, was du reingesteckt hast an Penya. Also musst du eigentlich nur ein gutes Level bei den letzten 3 Level dabei sein, dass es schon mehr wert ist als ein Reroll-Pad. Also außer du hast jetzt 4x1, 5 und dann noch 2x1. Weiß jetzt nicht, wie viel so ein Pad wert wäre. Wahrscheinlich auch nicht wirklich viel mehr als ein Reroll-Pad, to be honest. Aber sowas ist halt eigentlich extrem unwahrscheinlich.
Warum bin ich ein kleines Anime-Mädchen? Fragen über Fragen und wir werden niemals eine Antwort bekommen. Was ist überhaupt das Ziel in Flife? Man kann doch fast nichts machen, außer Level und ein paar Bosse klatschen. Genau das ist das Ziel in Flife. Leveln und Bosse klatschen. Naja, und seinen Charakter individualisieren bzw. Equipment upgraden. Wäre wohl das Endziel. Also ich würde sagen, das Endziel ist maximales Level und maximal mögliches Equipment. Dann hast du Flife durchgespielt. Wenn du perfektes Equipment hast und Maximallevel hast, hast du es im PvE-Sinne durchgespielt. Und bei einigen ist das Ziel noch maximal viel reinpayen. Ja, ein sehr unlogisches Ziel. Weil man sich fragt, was das bringen soll. Hat halt einfach Genshin Impact zweimal geschlossen. Aber gut, naja, passiert schon mal. Also ja, das Flife noch 8-mal offen und Genshin Impact und den Stream und 20 Chrome-Tabs oder so. Hat er wohl dann irgendwann gesagt, I'm out. Bro, I'm out. Hey, vielleicht ändert sich ja was an der Wirtschaftssituation. Vielleicht geht ja die Inflation mal zurück und Computerteile werden mal günstiger. Gut, ich glaube, das passt. Man kam halt ultra zu spät. Dann steigen die Fahrgäste aus und dann steigt man normalerweise direkt ein, weil der ja schon 20 Minuten zu spät ist und schon längst hätte losfahren sollen. Dann wollen wir so einsteigen und dann kommt die Zugbegleiterin raus. Nein, jetzt wird nicht eingestiegen. Macht uns die Tür vor der Nase zu und wir waren halt ganz vorne gestanden. Und dann läuft sie durch den Zug und jeder, der eingestiegen ist, wird wieder rausgeschmissen. By the way, 0 Grad oder so. Draußen werden alle rausgeschmissen, die schon eingestiegen sind. Macht alle Türen zu. Nochmal 10 Minuten gewartet. Und dann Türen geht auf. So, jetzt können Sie einsteigen. Okay, nächstes Mal gibt es eine Faust ins Gesicht, wenn du das nochmal machst. Die Leute waren einfach so pisst. Vor allem die Leute, die rausgeschmissen wurden, waren so pisst. Kannst du dir nicht vorstellen. Niemand spielt noch Flife in 2024? Also bin ich niemand, oder was? Ach so. Wusste ich nicht. Bin ich also ein Nichts? Ist das nicht seit 12 Jahren tot? Yes. Hey.